Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum 5. Jahresrückblick in Folge auf meinem Kanal MJ Wilimir. Wie jedes Jahr möchte ich in diesem Video mit euch gemeinsam zurückblicken auf meine Sammlung im Jahr 2024. Und das geschieht wie immer in verschiedenen Kategorien. Also ich werde dann gleich nach und nach verschiedene Dinge zeigen. Teilweise doppeln die sich auch ein bisschen in verschiedenen Kategorien, die ich eben dieses Jahr bekommen habe. Also die Dinge, nicht die Kategorien. Jedenfalls habe ich da einige Sachen zusammengetragen und direkt nach dem Intro geht es damit auch los. Ja, 2024, ich würde sagen, das ist ein Jahr, wo ich so mittelfiel gekauft habe, eher noch relativ wenig gekauft habe. Das ist bei mir irgendwie, variiert das sehr. Ich hatte Jahre, wo ich sehr viel hatte und es gibt auch Jahre, ich glaube 2022 war so ein Jahr, wo ich nur sehr wenig gekauft habe. Aber dieses Jahr, wie gesagt, sind einige Sachen dabei. Und die erste Kategorie ist die der teuersten Dinge, die ich dieses Jahr gekauft habe. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal so von Platz 3 auf Platz 1. Platz 3 ist diese Schallplatte hier von You Can't Win, die ich gekauft habe. Die hat 42 € gekostet. Das ist tatsächlich ein relativ guter Preis, auch wenn hier auf der Rückseite oben so eine Markierung mit einem Filzstift ist. Aber das ist nicht so schlimm, ist ja auch nur auf der Rückseite. Und dafür muss man sagen, dass diese Pressung in einem hervorragenden Zustand ist, also diese Schallplatte in einem hervorragenden Zustand ist. Die ist tatsächlich relativ schwierig zu finden und die habe ich auch relativ lang gesucht. Und entsprechend habe ich mich dann gefreut, die endlich für 42 € bekommen zu haben. Und das ist also das drittteuerste, was ich dieses Jahr gekauft habe. Das zweitteuerste ist etwas, was ich nur so halb als Sammlerstück bezeichnen würde. Das ist dieses Kollektorbuch Volume 1 zum Off-the-Wall-Album und allem, was halt darum herum veröffentlicht wurde. Ich habe euch schon mal diese Bücher gezeigt, zum Beispiel in meinem Jahresrückblick-Video von 2022. Da habe ich das Thriller-Buch bekommen. Das hat dieses Jahr mit allem drum und dran, also Versandkosten etc., 87 € gekostet und das ist echt ein hoher Preis für sowas, zumal es auch nur Paperback ist und keine gebundene Ausgabe. Aber es ist einfach so schön, dass hier diese Übersicht ist von allen, beziehungsweise halt allen, die den Autoren dieses Buches bekannt waren, Sammlerstücken aus dieser Zeit eben. Verschiedene Pressungen des Off-the-Wall-Albums und auch immer mit so einem System, dass man auch sehen kann, wie selten die sind. Hier zum Beispiel auch von einem Album von den Jacksons. Das ist schon irgendwie ziemlich cool. Und da kann man dann seine eigenen Sachen, die man auch hat, finden. Auch übrigens diese You Can't Win Single, die ihr gerade gesehen habt, die ist hier auch drin. Sehr cool. Und man kann auch sehen, wie selten die Sachen sind und schöne Bilder davon sehen. Für mich auf jeden Fall ein Must-Have. Also für mich persönlich, nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass jeder das unbedingt haben müsste. Aber ich persönlich musste es unbedingt haben. Und mit Volume 1 jetzt auch diese Serie an Büchern erstmal vollständig haben die Autoren bekannt gegeben. Ich hoffe trotzdem, dass nochmal so ein Buch kommt für die Sachen vor Off the Wall, also insbesondere die Jackson 5 Sachen oder generell die Motown-Ära und auch für die Sachen nach Invincible, denn die Releases hörten ja 2009 nicht auf, sondern dann kam ja noch eine ganze Reihe an Sachen, die eben danach erschienen sind. So, und dann kommen wir jetzt zu Platz 1 und ich kann euch sagen, muss mal auf meine Liste gucken, mir ist alles notiert, dass ich für diese 7 Zoll Single 102 € bezahlt habe. Und das ist tatsächlich sehr viel Geld und ich habe da auch echt ein bisschen drüber nachdenken müssen, ob ich das wirklich dafür ausgebe. Aber doch, das musste dann sein, weil ich diese Pressung schon wahnsinnig lange suche. Es ist nämlich keine normale Pressung, sondern eine ganz besondere Pressung. Nämlich ist das die Pressung, wo, wenn man die aufklappt, dieses Pop-up-Bild aus dem Leave Me Alone Video kommt. Und die wollte ich schon immer haben. Und ich weiß noch, dass ich die in meinem allerersten Jahresrückblick-Video erwähnt habe als Sammlerstück, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Dann wünsche ich mir sehr die Leave Me Alone Single aus dem UK in der Pop-Up-Edition.
und habe die aber nicht gefunden und habe die nicht gefunden. Und dann gab es die mal für relativ günstig, aber ich habe die Auktion verloren und dann habe ich die bei Discogs gesehen und wollte die kaufen. Und dann hatte schon jemand vor mir gekauft. Ich hatte einfach furchtbares Pech und deswegen war die Entscheidung dann irgendwie am Ende doch nicht so schwierig zu sagen, ja okay, ich bezahle jetzt den Preis mal, die ist in einem relativ guten Zustand. Und halt wirklich was ich seit Jahren suche und auch einfach ein sehr schönes und cooles Objekt. Deswegen, warum rechtfertige ich mich eigentlich? Ja, das Geld hatte ich und wollte es dafür ausgeben. Dementsprechend habe ich es auch gemacht. Das waren die teuersten Sachen, die ich dieses Jahr gekauft habe. Kommen wir im Kontrast dazu direkt zu den günstigsten Sachen, die ich dieses Jahr bekommen habe. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Die günstigsten Sachen, die ich bekommen habe, stammen eigentlich immer aus einem Konvolut, was ich gekauft habe, weil es da einfach so ist, dass ich dann die Versandkosten halt auf verschiedene Objekte aufteile. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Ich habe dieses Jahr einmal ein Konvolut gekauft aus allen möglichen 7 Zoll Singles von Michael. Und ich glaube auch ein paar Jacksons waren dabei. Und diese 3 hier haben, wenn man halt den Preis, also den Gesamtpreis von dem Konvolut mit Versandkosten, halt durch die Anzahl der Platten teilt, haben die hier nur 1 Euro gekostet. Das ist einmal diese UK-Pressung von der Thriller Single, diese UK-Pressung von der The Girl Is Mine Single und diese Deutschland-Pressung von der Downstep Till You Get Enough Single. Ist jetzt alles 3 nichts Besonderes, aber hey, ne, für 1 Euro pro Stück, wenn man das noch nicht in der Sammlung hat, ist es natürlich was sehr Schönes. Spannender ist aber vielleicht etwas, was ich euch schon mal gezeigt habe. Und da war ich echt geschockt, als ich das gesehen habe, dass das wirklich, wenn man halt die Sachen aus dem Konvoluten rausrechnet, das günstigste ist, was ich dieses Jahr gekauft habe. Nämlich diese brasilianische CD-DVD-Box. Da habe ich schon mal ein Video, in einem Unboxing-Video vor einigen Wochen das gezeigt. Die habe ich für 3 Euro gekauft. 3 Euro, überlegt euch das mal. Diese brasilianische Version, da ist eine DVD von den History Video Greatest Hits und diese CD-Compilation, also sozusagen die erste CD diese Best-of-CD vom History-Album ist hier noch als CD mit dabei. Die hat nur 3 Euro gekostet und die ist so selten und so schwierig zu finden eigentlich. Rede ich aber jetzt gar nicht mehr lange drüber. Guckt euch, wenn ihr mehr hierzu sehen wollt, einfach mein letztes Unboxing-Video auf diesem Channel an. Kommen wir also direkt zur nächsten Kategorie, nämlich die Kategorie der Schnäppchen bzw. der Gelegenheitskäufe. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bei mir in der Sammlung ist es so, es gibt so ein paar Bereiche, wo ich wirklich intensiv sammle und auch wirklich aktiv nach verschiedenen Versionen gucke. Das sind vor allem die This Is It-Version. Es sind aber auch Michaels Singles, vor allem auf CD. Und dann gibt es halt aber auch ein paar Bereiche, wo ich mich nicht so ganz aktiv danach umschaue. Und da ist es dann so, dass ich dann lieber halt, wenn was mal besonders günstig ist, es halt einfach mitnehme und dann das sozusagen als Gelegenheitskauf habe, weil es in dem Moment dann eben günstig war, ein Schnäppchen war. Und davon gibt es immer einige Sachen, die ich nennen kann. Und zum Beispiel das hier war halt sowas. Da habe ich mich jetzt nicht nach umgeschaut und hätte ich das jetzt auf eBay gesehen für den Preis, den das sonst kostet, also keine Ahnung, 50 Euro oder so, hätte ich das auch nicht gekauft. Das ist zwar was Cooles, ich mag ausländische Pressung und ich würde sagen, der Fokus meiner Sammlung ist halt schon auch ein bisschen halt auf so Releases, wo halt verschiedene Releases kombiniert wurden. In dem Fall eben diese CD und DVD. Trotzdem war das halt ein klassischer Gelegenheitskauf. Das habe ich halt für dieses Geld gesehen und konnte dann nicht dran vorbeigehen sozusagen. Das ist also ein Beispiel. Es gibt aber noch ein anderes Beispiel, nämlich dieses Buch hier. Das ist von Joseph Jackson, Michaels Vater, geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das gar nicht. Das habe ich gekauft, weil ich das in einem Second-Hand-Laden gefunden habe, und zwar für 1 Euro. Ups, das hätte man auch in die Kategorie mit den günstigsten Sachen machen können. Aber ich wollte dieses Buch, weil das jetzt ja auch nicht so wirklich was Besonderes ist, jetzt nicht zweimal in dem Video zeigen. Habe ich, wie gesagt, in einem Second-Hand-Laden gesehen. Das war eigentlich auch ein Mängelexemplar noch. Also hier oben war eigentlich so ein Stempel mit Mängelexemplar. Das habe ich aber mit Sandpapier runtergesandet. Hier sieht man es nicht mehr. Das war mal so ein Lifehack, den ich mal irgendwo im Internet gesehen habe. Ich habe das jetzt noch nicht gelesen und ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das noch lesen werde in der nächsten Zeit. Vielleicht aber auch doch. Mal sehen.
Aber das hätte ich jetzt halt auch nicht im Internet bestellt. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht im Internet bestellt, wenn es jetzt 1 Euro plus Versandkosten gewesen wären. Aber wenn man halt in so einem Secondhand-Laden ist und dann halt irgendwas mit Michael-Bezug sieht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, da kann man immer schwer an den Sachen vorbeigehen. Und so ging es mir definitiv mit diesem Buch. Und das dritte, was ich dieses Jahr gekauft habe, das seht ihr gerade gar nicht, es hängt jetzt hier oben, aber ich blende es jetzt ein. Das ist ein Ticketbogen von den Tickets für die This Is It Show. Und das ist auch was, wo ich sag mal so, ich habe immer so ein bisschen damit geliebäugelt, weil ich ja, wie ich gerade auch schon einmal erwähnte, so eine Affinität zu This Is It habe. Und diese Ticketbögen sehen halt einfach cool aus. Waren mir aber immer zu teuer, die kosteten sonst immer jenseits der 100 Euro. Und ich habe aber dieses Jahr da eine Auktion gewonnen, wo ich das für relativ günstig bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir das mal. Dann habe ich mir noch einen Rahmen bestellt. Dieses Ding hat ganz seltsame Maße. Ich habe dann tatsächlich einen eBay-Shop gefunden, wo die mit beliebigen Maßen so Rahmen anfertigen. Und das hängt jetzt hier bei mir an der Wand und sieht dort echt cool aus. Und ja, klassischer Gelegenheitskauf, es war günstig, habe ich gedacht, schlägst du da mal zu. Kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich der Kategorie mit den Dingen, wo ich ganz froh bin, dass ich die endlich gefunden habe. Hier befinden wir uns sozusagen im Gegenteil von dieser Schnäppchen-Gelegenheitskauf-Kategorie. Denn wie gesagt, ich habe gerade schon, wo ist er hin? Ich habe gerade einmal schon diese Leave Me Alone gezeigt. Die habe ich halt seit Jahren gesucht. Und das ist dann auch was, wo ich mich dann aktiv darum bemüht habe. Und deswegen ist zum Beispiel auch das hier ein gutes Beispiel für diese Kategorie. Also Dinge, die ich endlich gefunden habe. Und da habe ich mich total gefreut. Es gibt aber auch noch weitere Sachen, die ich sehr lange gesucht habe, aber irgendwie ja nie dazu gekommen bin, die zu kriegen. Und das sind zum Beispiel auch diese beiden Schallplatten. Nämlich die beiden Vinyl-Singles von Michaels Duetten mit den Jungs von 3T. Einmal Why, da ist Michael ja auch auf dem Cover zu sehen. Die ist auch noch ein bisschen teurer, ein bisschen schwieriger zu finden, aber fast schwieriger zu finden. Aber halt, wenn man sie findet, ist sie immer ein bisschen teurer, auch auf Discogs etc. Und aber auch hier die Why, wo Michael nicht drauf ist, aber wo er drauf singt. Die wollte ich auch schon echt lange haben, weil Singles von Michael ja ein Fokus meiner Sammlung sind und die waren mir immer zu teuer. Und dieses Jahr habe ich die beide für einen relativ guten Preis gefunden und dann gekauft und mich total gefreut, endlich diese 3T Vinyl-Singles zu haben. Und in dem Zuge, weil ich die endlich gefunden habe, kam dieses Jahr auf meinem Kanal ja auch ein Video zu den Why und I Need You Singles. Und die dritte Sache, die ich euch noch zeigen kann in dieser Kategorie, also 2 dritte Sachen, sind diese beiden Download-Karten von Thriller25. Das ist ja sowas, was so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ne? Also es gab ja, ich sag mal so verschiedene Äras, wo dann Musik auf verschiedenen Formaten verkauft wurde, ja. Also es war mal Vinyl und Kassette und dann kam irgendwie in den 90ern die CD und nach der CD kam halt nicht direkt Streaming, so wie heute, sondern es gab halt zwischendurch eine Zeit, wo halt Downloads total in waren und Musik halt viel darüber vertrieben wurde. Und es gab, 2008 kam jetzt Thriller25 raus, einmal diese deutsche und einmal diese US-amerikanische Download-Karte von Thriller25. Und die wollte ich auch schon ewig lange haben und habe die aber nie gefunden. Und dieses Jahr habe ich die bekommen. Eine lag sogar als Geschenk bei, als ich was anderes gekauft habe. Das war ein Riesenzufall. Das ist was ich gerade eigentlich gesucht habe. Und die andere habe ich dann für relativ wenig Geld ersteigert bei eBay. War auch von dem gleichen Verkäufer. Und da freue ich mich total drüber, dass ich die endlich habe. Das ist jetzt irgendwie für manche vielleicht nichts Besonderes, aber ich mag es ja auch immer, die verschiedenen Formate von Releases zu sammeln. Da habe ich auch mal ein Video gemacht, wo ich den Making-Thriller-Film auf verschiedenen Formaten gezeigt habe. Und diese Download-Karten sind halt was, wo es einfach nicht so viele von gibt, weil es auch nur eine kurze Zeit war, wo die wirklich halt verkauft wurden. Und ja, die habe ich jetzt hier und sind doch echt cool. Offizielle Releases, auch mit Epic und Sony Logo hinten drauf. Wirklich cool und etwas, wo ich mich eben sehr drüber freue, die dieses Jahr gefunden zu haben. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, der Neuentdeckungen des Jahres. Ja, ich habe jedes Jahr eigentlich Dinge, die ich finde, von denen ich vorher keine Ahnung habe, dass es die gibt. Letztes Jahr weiß ich auch noch, dass ich da
eine coole CD gezeigt habe von Off the Wall, wo ich überhaupt nicht sagen konnte, in was für einem Kontext die veröffentlicht wurde, weil die einfach so seltsam war. Da hat irgendwie der Barcode gefehlt und das wurde irgendwie überklebt mit einem Aufkleber, keine Ahnung. Bei den Sachen, die ich dieses Jahr habe, ist das leider nicht ganz so spannend. Einmal habe ich hier diese CD, die ich auch schon mal im Unboxing gezeigt habe, von dem Black Power Hit Orchestra, die Michael Jackson Songs spielen. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so was Interessantes und leg's mal direkt wieder weg. Eine Sache war zumindest für mich aber interessant, die ich dieses Jahr neu entdeckt habe. Und das ist diese Version von dem This Is It Film aus Frankreich. Das ist nämlich diese französische, ganz normale DVD-Variante von This Is It. Aber die kommt hier in so einem ca. DIN A4 großen Blister und ist halt auch noch in dem verschweißt. Und das war mir nicht klar, dass die auch in dieser Verpackung verkauft wurde. Und die habe ich dann bestellt, war leider auch ein bisschen teurer, aber für meine This Is It Sammlung auf jeden Fall ein cooler Zugewinn, weil, wie gesagt, ich vorher keine Ahnung hatte, dass diese DVD auch noch in so einer DIN A4 großen Blisterverpackung verkauft wurde. Ja, das waren die Sachen, die ich dieses Jahr bekommen habe. Normalerweise wage ich hier immer einen Blick auf das nächste Jahr. Und nächstes Jahr, 2025, kommt ja tatsächlich das Michael Jackson Biopic. Und ich habe echt große Hoffnung, dass das nochmal der Start von verschiedenen neuen Releases des Estate sein könnte. Ja, also natürlich wird es den Film auch irgendwie auf DVD und Blu-ray geben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das kommen wird. Aber bei solchen Filmen kommt doch eigentlich auch immer ein Soundtrack, oder? Also irgendwie eine CD, wo dann die Versionen der Lieder aus dem Film halt zu hören sind. Da gehe ich schon von aus, dass das kommt. Und was aber meine große Hoffnung ist, dass halt der Estate halt auch die Aufmerksamkeit von dem Biopic nutzt, um halt auch noch andere Sachen von Michael zu verkaufen. Und sagen wir mal so, ich wäre bereit dafür. Also wenn jetzt irgendwie nochmal ein cooles Boxset kommt, wo irgendwie Dangerous mit Bonustracks nochmal drin ist, ich weiß, ihr schreibt in die Kommentare, hör auf zu träumen, das kommt sowieso nicht. Aber tief in mir drin glaube ich doch irgendwie ein bisschen dran und hoffe es vor allem, dass mal wieder sowas kommt. Drückt alle mit die Daumen, dass wir sowas mal wieder bekommen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinem Video einen Daumen hoch gebt und auch meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was so eure Sammler-Highlights des Jahres sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und schauen wir mal nächstes Jahr, was nächstes Jahr so dazugekommen sein wird in meiner Sammlung und halt generell in der Welt rund um Michael. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.